Schönen guten Tag, Benjamin Brümer von der Firma UBM. Wir sind kurz vor Ostern und die Kinder werden versteckten Ostereier suchen. Wir schauen in NetCrunch, ob vielleicht auch ein Ostereier gibt. Ja, leider kein Flight Simulator, aber es gibt schon ein paar Funktionen, die nicht so bekannt sind und die möchte ich mir heute Ihnen zeigen. Die erste Funktion ist die Suche in System View. System View, das ist eine spezifische View in der Statusfenster, wo es für Windows hier zu finden ist. Für ESX steht entsprechend ESX. Und Sie können die Suche verwenden in diese Views. Das heißt, will ich über meine Dienst wissen, wo ist mein Remote Procedure Call, finde ich dann sehr, sehr schnell. Oder was leider fehlt bei Microsoft, in der Registry schnell suchen, Remote Registry finde ich weg. Aber wo es wirklich interessant wird, wenn ich die Prozess anschaue und mich die Frage stelle, was würde passieren, wenn ich zum Beispiel meine Datenbank aus dem System rausnehmen würde? Kann ich hier über meine Prozess suchen, Datenbank Serverprozess, der heißt SQL servr.exe und wir haben hier zwei Instanzen. Und was sehr, sehr schön bei NetCrunch ist, unten summiert er die ganzen Einträge, die dann meiner Suche entsprechen. Und so kann ich schnell herausfinden, dass meine zwei Datenbankinstanzen 9 GB RAM verwenden auf meinen Server. Würde ich die migrieren woanders, sind natürlich diese RAM frei. Zweite Funktion ist der Config-Sensor. Der Config-Sensor, der befindet sich auch in der Statusfenster, hier unter Sensor Views. Und was es macht, ist die Konfiguration von Ihrem System überwachen. A, komplett aufnehmen und abspeichern in der Datenbank. Sie haben natürlich eine Exportfunktion. B, Changes über einen Diff-Editor oder einen Diff-Viewer zeigen. Das heißt, Sie können sehr schnell identifiziert, welche Änderung von einer Version zu dem anderen geht. Und übrigens, man kann natürlich Alarme setzen, wenn etwas sich verändert. Wie läuft diese Sensor View bzw. diese Sensor Config? Muss einfach konfiguriert werden als Parameter für die Überwachung. Das heißt, unter Node Setting draufgehen, unter Sensor, da ist der Device Config, mache ich einfach raus. Über das Pluszeichen Config eingeben, dann hier steht Device Config, die Connection Parameter eingeben, das läuft über SSH oder über Telnet. Und dann kann man einfach Save machen und dann der Rest läuft automatisch. Dritte Funktionalität, Sie sind auf der Suche von Ihrem System, kennen die MAC-Adresse, wissen aber nicht, was für ein System das sich befindet. Wie findet man das in NetCrunch? Die neu eingeführte Interface View befindet sich auf alle Maps, die Sie erstellen. Das heißt hier Interface, Schnittstelle natürlich in Deutsch. Da sind die MAC-Adresse von den Switch und auch von den Systemen, die an den Switch gebunden sind. Das heißt, hier kann ich auf die Suche drauf gehen und ich suche nach einer bestimmten MAC-Adresse und die finde ich dann sofort, die wir identifizieren. Allerdings, es kann sein, dass die MAC-Adresse vom NetCrunch bekannt ist, aber dass es nicht über einen Switch angeschlossen ist oder nicht über einen Switch, was SNMP unterstützt. Daher ist auch ganz gut, dass wir unter Nodes in diese tabellarische View die Spalte MAC-Adresse hinzufügen. Das habe ich hier schon in meinem Atlas. Das heißt, jetzt kann ich das wegmachen. Wenn Sie das haben wollen, Sie gehen über das Rad, Customize, Sie suchen nach MAC-Adresse und Sie fügen das hinzu. Und an dem Moment können Sie nach MAC-Adresse suchen, die nicht auf die Switch sind. Zum Beispiel, wenn Sie herausfinden wollen, was haben Sie für Apple-Geräte in Ihrer Umgebung, dann einfach die Anfang von der Kürzel, die wird eindeutig identifiziert, 3.18.9 und so weiter. Und dann finden Sie alle Ihre Apple-Device in Ihrem Netzwerk. Vierte versteckte Funktion, das geht die Alarm. Die Alarm ist ein wichtiger Bestandteil von dem Monitoring. Und
Hier, wenn ich meine ganze Alarm sehe, teilweise suche ich bestimmten Alarmtyp oder Alarm Description und aufgrund der Menge ist nicht so einfach zu finden. Ich kann die Suche verwenden, aber da suche ich automatisch in meine Alarm. Übrigens diese Graubereich, der definiert ist on top of the messages, das ist die Description von meinem Alarm. Aber jetzt, wenn ich das kombinieren möchte zwischen die Description, alles was VPN ist und zum Beispiel ein User, was in diesem Syslog-Content sich befindet, Benjamin, das kann ich hier nicht machen. Und außerdem, ich muss jedes Mal die Suche machen, wenn ich brauche. Also die Lösung dafür ist ein Alarmfilter zu definieren oder ein View. Kann ich dann einfach sagen VPN Benjamin. Und ich füge meine Parameter hinzu, die ich filtern möchte. Die Description, wie gesagt, das ist, was da oben grau hinterlegt ist. Achtung, Groß-Kleinschreibung aufpassen. Session. So. Dann sage ich, ich möchte jetzt filtern auf meine Syslog Content. Das heißt, der Parametername ist Syslog Content. Wir haben ziemlich viele Parameter, wie Sie sehen. Das sind die ganze Alarmtyp. Und ich will in der Value von diesen Parameter suchen alles, was mit Benjamin zusammen ist. So, die Suche ist komplex. Daher wird es ein bisschen dauern. Ich hätte auch die Möglichkeit, meine Column zusammen zu verbringen mit meinem View. Das heißt, hier, was ich dann sehe, kann ich spezifizieren und sagen, das ist ein Privatview, das ist nur für meine NetCrunch-User. Save. Und jetzt müssen wir mal ein bisschen abwarten, bis die Suche zwischen die ganze Event gemacht ist und die Informationen dargestellt werden. So, Sie haben gesehen, ich habe die Video gekürzt. Das kann schon 15 bis 20 Sekunden dauern, aber so kommen wir an den System. Und das Schöne daran, ich kann über meine Filter immer wieder schnell daran gehen und meine Filter entsprechend hier befinden. Der ist vordefiniert. So, letzte versteckte Funktionalität. Es gibt ein Atlas Upgrade Feature, das was in Version 15 eingeführt wurde. Sehen wir unter What's New 15 und hier steht Atlas Upgrade. Das heißt, da wird die letzten Monitoring Pack hinzugefügt. Monitoring Pack finden Sie unter Settings, Alerting and Notification und Monitoring Pack Liste. Das ist die vorgeschlagene Monitoring Parameter für Ihre Umgebung, sodass Sie sich mit die nicht beschäftigen müssen. Und ich habe jetzt in meinem Atlas 272 Monitoring Pack. Eventuell haben Sie weniger. Das hängt damit zusammen, dass Ihr Atlas vielleicht von Version 10, 11, 12 kommt und das damals weniger Monitoring Pack. Also wollen Sie jetzt die Monitoring Pack Liste erweitern zu den neuen Monitoring Pack, was in Version 15 existieren. Ja, es gibt zum Beispiel ein neues Monitoring Pack, was in Version 15, das ist Active Directory for Sign of Compromise. Das ist ein Monitoring Pack, welches dann die AD untersucht und versucht herauszufinden, ist es kompromittiert. Den finden Sie nicht, dann müssen Sie diese Atlas-Upgrade machen. Die Funktion ist versteckt, das finden Sie unter Applikation, Server und hier steht die Kachel mit dem NetCrunch-Server. Gehen Sie auf die 3 Punkte hier, Atlas Manager, Sie suchen sich den Current Atlas, das aktiv ist, auf die 3 Punkte und hier auf Upgrade klicken. Da finden Sie die Funktion. So, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächstes Tutorial.